So, hallo, es geht weiter mit einer Folge pro Kapitän beim Criterium du Dauphiné. 4 Etappen gefahren, das Zeitfahren, leider viel Zeit verloren mit Johannessen. 2:20 zurück zu Evenepoel, aber der ist auch schon weit weg. Mal gucken, was da noch möglich ist. Ansonsten gegebenenfalls gehe ich dann halt auf einzelne Etappen. So, hier hat man schon geguckt, Platz 10, 296 Punkte, sieht auch gut aus. Let's start the briefing for this stage. The main thing to grasp today is that the route is flat and it harbors no particular difficulties. A sprint finish. Ja, nochmal 2 flache Etappen oder halbwegs flach, bevor es dann nochmal in die Berge hier bei der Dauphiné geht. So, Johannessen ist gut drauf. Zahner, Bevin, okay. Selbst Kanda ist nicht schlecht dabei. Hello, ladies and gentlemen, and welcome. We should witness a very uncertain race today. The final circuit around Saint-Just-Saint-Rambert should favor the punchers. However, it may not be difficult enough to fully eliminate the sprinters from stage victory. So, tja. Na gut, Herzog sieht sehr schlecht aus, das lassen wir mal lieber sein. Kanter sieht gut aus. Ja, Herzog kann noch arbeiten. Bevin ist noch interessant. Der schützt Kanter, nee. Der braucht nicht schützen, gegebenenfalls. Wenn Bevin noch dabei ist, geht es vielleicht um Tagessieg. The breakaway is widening the gap, but there's nobody who's a threat to the overall standings. The first riders are 2 kilometers from the climb. The time gap with the head of the race is stable. The breakaway is widening the gap, but there's nobody who's a threat to the overall standings. Ja, hier wird jetzt erstmal nicht wirklich viel passieren. Only the first 2 riders over the top will score points towards the best climber classification. The next difficulty is also classified as third category. The first 2 to the top score 2 and 1 point towards the polka dot jersey. The breakaway is losing ground. You must constantly try to shelter from the wind, so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Time difference between the peloton and the breakaway is steady. Ja, 4 Minuten weg, also hier passiert jetzt nicht wirklich viel. The next difficulty is listed as a category 4. There will be only 1 point to be scored towards the best climber classification. Ich könnte wirklich mit Bevin vielleicht was probieren Richtung Etappensieg. Im letzten Kategorie 4 Berg. Here's a quick reminder on the point system. The first 15 to pass the intermediate sprint score points towards the green jersey. The first scores 20 points. So, langsam aber sicher wird es jetzt dann interessanter. Geht gegen Ende der Etappe.
riders are 2 kilometers from the climb. The front of the race is onto the final circuit. The riders will cross the finishing line twice before fighting it out for victory. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. So, ja, Herzog kann schon mal nehmen. Okay, I'll consume a feed. The breakaway is beginning the final lap of the circuit. A few more kilometers before knowing today's winner. Last time. Okay. Check with the breakaway. 1 minute. There are 10 kilometers left before the finish. Versuchen wir mit Bevan die Etappe zu gewinnen. Mal sehen. Wenn sie mich mal hier... Despite the point that's available towards the mountains classification, the final climb of the day should be more of a battle for stage victory. Battistella weg. A teammate has just been dropped. You can't count on him any longer. 7 Kilometer. Oh, Van der 30 Poel. seconds lead for the head of the Probieren wir es race. einfach mal. Your opponents are upping the pace to hold off the peloton. You were first over the top of the climb. That's good. Only 5 kilometers left for the head of the race. There's movement at the head of the peloton. Oh, Pogacar kommt. Oh, die ganze... Bunched peloton. Wer ist noch drin? Kanter ist auch noch drin. Tut wohl nichts I'll mehr. consume a feed. The red pennant. The sprint is on. Today's victory is for a sprinter. Naja. Watch out. You're not Hab's going to probiert mit einem Ausreiseversuch. Ich hätte vielleicht jetzt noch auf Kanter wechseln können, aber... Ja. Na gut, dann machen wir mal weiter. Nächste Etappe. A few minutes ago, he's in. Well done, guys. We're where we should be. We were aiming for a top 10 spot, and you did the job. I'm happy with that. 10., 13., 14. Alles noch gut. 306 Punkte, trotzdem wieder 10 Punkte gemacht. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Hi, guys. Let's start the briefing for this stage. The main thing to grasp today is that the route is... So, nochmal was für die Sprinter. Da, Deli, okay.
Da könnte ich vielleicht nochmal mit Kanter, ja, normale Form. Hello and welcome to all. There can be no doubt about it. Today's stage will finish in a mass sprint finish in gap. Despite the profile being uphill in the final 50 kilometers, the percentages are low and they won't be enough to suppress. Ja, Herzog kann man vergessen. Dann kriegt der Kanter jetzt mal von Bosson Hakenschutz. The ardor of the sprinters. We're reaching the end of the tour, guys. The sprinters will be less fresh, and there is more likelihood that a large and senseless breakaway will be created. Bunched peloton. So, naja, ich hoffe, Herzog, die Form geht noch mal ein bisschen, sieht noch mal ein bisschen besser aus, als in den nächsten 2 Etappen. Wenn dann jetzt die Berge kommen, nochmal mit ihm in der Ausreißergruppe gehen kann. Mal schauen, ansonsten, ja, geht dann irgendein anderer mit meiner Ausreißergruppe, Zahner oder sowas. The race is at the foot of the first classified climb of the day. It's a third category ascent, on which the riders can earn 2 points and 1 point for the polka dot jersey. The breakaway is losing ground. Ranked 4th category, the next King of the Mountains summit will earn 1 point for the rider who's in front at the top. So, noch 100 Kilometer. Hier wird auch nicht wirklich viel passieren. The breakaway is losing ground. Aber es geht stetig bergauf. Die ganze Strecke, wenn man das Profil anschaut, das ist auch schon eine krasse Etappe. Time difference between the peloton and the breakaway is steady. Flat stages. Would it upset you guys if I went straight to the finishing line to watch the sprint? The first riders are 2 kilometers from the climb. Looks like the breakaway still has some gas left. Also Herzog ist ja schon fast hier. It's still able to widen the gap. Weg vom Fenster. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. The breakaway is holding off the peloton, but it's going to be difficult. It's soon time for the intermediate sprint. Then we'll be into the closing chapter of this stage. And as expected, everything seems to indicate that we're heading for a mass sprint. Jakobsen zurück. Oh, jetzt fallen immer mehr zurück. Stay well placed. The riders are all back together. Everything will be played out in the final kilometers. Wechseln wir schon mal auf Kanter. Ja, passt. 10 kilometers from the finish, and it's the sprinters' teams that are setting the pace. We're heading towards a mass sprint. Da vorne, ey. 4 Kilometer, Mist. Völlig verpennt. Aufpassen. With less than 3
kilometers to go, the final sprint is taking shape. The lead-out men are in place, and the Bin sprinters zumindest will vorne soon dabei. move into action. Pogacar fährt weg. Okay, Van Zevenand. Bunched peloton. Oh nein. The red Ich habe pennant. nicht The sprint is aufgepasst. on. Today's victory is for a sprinter. War so gut positioniert, ey. Das nervt. You're not going to be able to attack for much longer. War richtig gut platziert, bis von vorne da einer komplett rausgenommen hat und mich blockiert hat. Schade. Naja, das waren nochmal 2 flache Etappen, leider nicht so gutes Ergebnis, um nochmal Punkte zu sammeln. He succeeded. We can say that he will We were aiming for a top 10 place on this stage, and we failed. It's a pity. 13. noch, aber keine Zeiten verloren, das ist gut. Das heißt 10., 13., 14. Bleiben wir mal gucken, was Johannessen dann noch schafft. In Van der Poel, in Wellens, in Toyens. Die werden alle noch Plätze verlieren und in Bevin natürlich auch. Das heißt, Top 10 für Johannessen dürfte drin sein. Dahinter, ja gut, Enric Mas, Ayuso, O'Connor. Sind schon nochmal starke Fahrer dahinter. Naja, mal gucken. Ja, das war's erstmal. Relativ kurze Folge und dann in der nächsten mit den 2 Bergetappen geht es dann weiter, bevor dann noch die Euro-Tour kommt und die Open Tour und dann ist die Saison schon wieder zu Ende und dann hoffe ich doch, dass ich in der Gesamtwertung eine gute Platzierung habe und ein paar bessere Transfers mehr leisten kann oder Fahrer. Okay, das war's erstmal. Dann danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Dann tschüss.